Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robbie und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Part 66 müssten wir sein. Dann hauen wir mal schön wieder die guten Ausrufezeichen weg. Oh, haben wir was bekommen? Ah, jemand hat Geburtstag wieder. Wer war das? Beidou. Schön. Und sonst? Alles weg, okay. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder in unseren unterirdischen Gang, wo wir eingeschlossen sind. Angeblich. Wahrscheinlich komme ich wieder wohlgenährt nach unten an. Und die gucken mich an und sagen, wieso hast du was gegessen? Wieso fühlst du dich so gut? Und du musst immer so pfeifen, so, ich war nicht draußen, ne, nicht wirklich. Ich war die ganze Zeit hier. Die armen Leute. Unter der großen Kluft. Ah, wie geil. Habe ich mich einfach raus teleportiert. Achso, kann man da immer jetzt rein? Oh, was ist denn hier los? Ich war nicht weg? Nö. Ihr müsst was gesehen haben. Kann dieser ruhelose Yaksha auch träumen? Der Arme. Cookie Shinobu. You don't look well. I guess things still haven't improved. Bin ich so eine Vortäuscherin? Ein Simulant? It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Wieso? Weil er nicht die hellste Leuchte hier ist. Paimon! Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Ihre Augen sind aber komplett offen. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Ja, die Arme. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Komm, Uschi, hilf Oh, I uns. sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Schon immer. Ich habe kurz draußen gechillt. Hab mich erholt, was gegessen. Plötzlich komme ich zurück. Was ist hier los? Apokalypse Now. Hallo. As expected, something strange is going on here. Irgendwie schon, ja. Oh, Traveler? Hallo. You're both here. Great. I want to talk to you. Dann unterhalten wir uns zusammen. Lasst uns die Informationen zusammenstellen. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Oh. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Okay. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I approached it. War es eine Illusion? I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me,
that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard or to wear us down. Gefährlich. If that's the case, it can only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? Also langsam verhungern oder wie? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. Oder Schlafmangel? I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Weil ich glaube, ein Mensch kann... nee, 10 Tage ist schon, schon mega viel. Ohne Schlaf auskommen. Und Essen, glaube ich, 28 Tage oder sowas. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Sind die von hier alle gekommen? Von der Großen Kluft oder wie? Kanria? Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. We got it. Der Blickwinkel ist schön. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. Und wer war's? The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. Everything about it was strange. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. Finding out the truth has been a waiting game. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Neugierig, hä? Unsere kleine Yelan. But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing, it's all far more terrifying than I'd imagined. Achso, die waren wahrscheinlich auch in solchen Räumen drin, wo alles verzerrt und nur ganz wenige sind rausgekommen. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. So, das heißt wahrscheinlich einer ihrer Verwandten war auch hier drin, wenn sie ähnliche Sachen gesehen hat. Katalysator und sowas. Die große Kluft, Kanria, was geschah vor 500 Jahren? Und was hat Xiao in dem Raum gesehen? Gegen wen kämpfte er? Können wir es wirklich schaffen, sicher rauszukommen? Wir schaffen alles. Sprich mit allen, natürlich. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. Zählt ihr beide zusammen als 1? Ja, wahrscheinlich. Cookie. Ito und Xiao sind einzeln wahrscheinlich? Ja. You don't look well. I guess things still haven't improved. Hast du doch vorhin schon gesagt. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss.
Das habe ich da vorhin schon, haben die, genau das gleiche haben die schon gesagt. Xiao schloss fest seine Augen und gab einen Ton von sich, wodurch die anderen ihn nicht stören wollten. Das ist ein bisschen anders jetzt gewesen. Aber hier, Kollege, Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? das hat er auch schon gesagt. Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Xiao, der hält es locker durch. Oh, I Ja, sleep like this Uschi. when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Schon zum zweiten Mal. So, Story voran. Paimon! Achso, du hast geschlafen? Wait, where are we? Hey, wir sind immer noch im Untergrund. Ja, ich war kurz weg. Was ihr hier gemacht habt, weiß ich auch nicht. Paimon, fühlst du dich besser? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Ich bring dich schon hier raus. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Müdigkeit, Angst, beides ist normal. Yeah. Komm her, Paimon, ich umarm dich. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Uschi! Yeah, just like that. Ushi, were you looking after Paimon? Natürlich. Die gute Uschi. Oh, Yanfei? Yanfei? Ciao. Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. Hola. How are you? Wie fühlt ihr euch? I'm fine. Don't worry. No problemo. Oh, Uschi. Was The glotzen Sie so? karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. Even so, What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? Paimon hat schon lange geschlafen. with a little help, I was able to find my way here. Danke, dank Yanfeis Intelligenz. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Ciao. Oh, sure. Ciao, ciao. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't anything like how I expected. Madame Ping says that you usually base yourself at Wangshuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacius. Bosacius. Hört sich geil an, der Name. Bosacius. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Bosacius. Is that one of the 5 Yakshas? Like you? Achso, die waren ein Fünfer-Team, gell? Stimmt. I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacius's body is the only one that was never found. Also sind die anderen 3 sicher tot. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last time I saw Bosacius, it was the day he lost his mind. He left. No one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacius was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars,
Whether we live or die, we must promise to take care of each other and know each other's fate to the very end. Ach so, falls sie Scheiße bauen, dass der andere sie aufhält, ne? Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor, so it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacius being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? Ich habe davon gehört. That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight. But no one knew the Yaksha's name. Was Bosacius? But there were many more than 5 Yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacius. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacius was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Habt ihr Bosacius gefunden? Wait, so it was Bosacius you were fighting with? Did he injure you? Yes. Also doch er. No way! Krass. The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the fantastic compass mentioned in the will, too? What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Yep. Whoa, whoa. You want to write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Langsam zugrunde gehen lassen, hä? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Ja, wir chillen hier schon voll lang. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? Was passiert, wenn man vom Raum verschluckt wird? You might become a shadow of your former self, wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. Solche Schatten oder was? So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable.
but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. Und damit kommen wir raus, oder wie? So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Also das gute alte Zerstören, einfach alles zerstören, mit voller Wucht reinhauen. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. Wir brauchen Zhongli. I know how to fight to the bitter end. I can do this. Mit so einer Mühe werdet ihr... No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. Wir sollten zusammen rauskommen. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone had a better idea. But can you be certain that your plan will work? Natürlich. Es ist Xiao. Er weiß alles. I cannot. Scheiße. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even know it's gonna work. It's not worth it. Es hat Stolz, Ehre. To conclude, I'm not agreeing to this plan. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Auch wenn er bei drauf geht. What if I told you, this is my last will? Oh. You? Ugh. That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because you say so? The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. If you fear sacrifice and failure, you can never be victorious. Also das ist schon eine krasse Einstellung, ne? I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. You think you're oh so cold and ruthless, but I'm not buying it. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. Jetzt kommt unser bester Mann. Er findet gleich was, oder? What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you propose we do then? As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Yelan ist ernsthaft verärgert. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. The man is here. Er regelt das. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action.
Jetzt bin ich gespannt. Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Komm. Easy now. Have a taste of this! Yeah! Ui, ui. Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Come on, man. Should have seen this coming. Mit dem Kopf durch die Wand. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right? Achso, wollte Streit schlichten. The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Ah ja, der ist Maschine. He's my boy. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Also überschätzt er sich. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Wolltest du ihn nicht aufhalten? The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might punch our way out of here yet. Ito? Please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. Ja. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Hat sie gut gesagt. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Let's go. Leave the boss to me. Don't... Der arme Boss. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? Nö, vielleicht finden wir einen anderen Weg. No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track it down. Oh, right!
wonder she keeps telling us to keep going. If it's a magical device, it must be super powerful. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Warte. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. Let's go. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say, though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. She tried to stop whoever it was. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes her so against seeing other people sacrifice themselves. How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? In a way, salvation can also be a burden. If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Oh. Right, that's much safer. Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. Werden wir sein. Wir zerreißen alles da drin. We will. Same to you. Let's go, endlich. All right, Ein bisschen traveler, Action. let's go. Sprich mit Paimon. Also ich dachte schon. Neider. Ja. Geht doch. Oh. Direkt 4. Dankeschön. Oh. So, weiter geht's. Kleine Unterbrechung gehabt. Betritt die neue Sphäre, genau. Was haben wir hier gehabt? Ah, habe ich schon genommen, ja. Hä? Ich dachte gerade, muss ich schon wieder gleich einen Weg nehmen oder was? Nein, hier wollen wir rein. Rein da. In die gute Stube. What's this? Was für eine faszinierende und merkwürdige Umgebung. Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? Der ist größer als ein Kochtopf. Größer als alle unsere Köpfe zusammen. That's the best description you can come up with? It's way bigger than that! Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? Gute Frage. I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they... Wie kommen Schatzräuber hierher? Kratz. Sind die auch hier gefangen? They look familiar. Oh yeah. I bumped into these rapscallions a few days ago. Komm her. Yanfei! Ballern wir die weg. Oh. Oh. Hey. Da. Numero uno ist down. Boom. Ui. Der gefällt mir.
Der Hammer gefällt mir. Incinerate! Da. Inadmissible evidence! Boom. Easy. Motion to compel! Bye-bye. Easy peasy. Just like last time. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Das Leben einer Rechtsberaterin ist so hart. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Okay. Also auch wieder Illusion. Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Der Pisskopf. Suchen nach weiteren Hinweisen. Naja, versuchen wir es mal. Ha! Okay, hier ist nichts. Konnten wir einfach kaputt machen, ist halt so. Da ist auch nichts. Ich sag gerade, warum ist da wieder ein Ausrufezeichen? Kamisato Ayato? Xianyun. Wen schalten wir frei? Machen wir einfach so weiter, oder? Nehmen wir als nächstes Euler. Genau. Aber nicht annehmen. Katastrophe mit euch. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Da geht's wahrscheinlich weiter. Hier ist überall nichts. Nichts, nichts, nichts. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design, In all likelihood, this is the Fantastic Compass. Why is there a small version of the Fantastic Compass stuck in the ground? What's it for? Gute Frage. Da ist auch nichts. Notizen unbekannter Herkunft. Zeig mal deine Notizen hier. Da. Brief 1. Ich habe Herrn Boyan gebeten, mit einem Stift und einem Blatt Papier zu leihen, damit ich einen Brief an die Familie schreiben kann. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Hoffentlich geht es allen zu Hause gut. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Okay. Ich habe gehofft. Der sagt mir, was ich tun soll. Zeiger vorwärts drehen, machen wir mal. A new entrance. Great. Okay. Und sonst hat sich nichts geändert. Und davor war nichts. Da kann man nicht hin. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. Paimon hat es gleich gecheckt, ne? Du Maschine. I thought we might run into some other people here, but apparently not. Janfe, da ist irgendein Geräusch. The Fatui? Whose memory is this? Ah, watch out! Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hat sie jetzt schon so oft gegen sie gekämpft, oder was? Hey, relax. We're together now.
Stichnervensäge. Und Teil schon wieder, gell? Jelan, zack, ausgewichen hier. Oh ne, das Eis. Da brauchen wir gleich wieder ein bisschen Feuer. Und boom. Geht doch. Geht down. Komm her. Water Style. Easy. Amateurs, and still they dare to come after me. You've still got it. Diese Stimme von eben gerade. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Okay. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yep. Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Bestimmt der Katalysator. Von ihrer Familie oder irgendwas. Der magische. Betritt den neuen Raum. Notiz unbekannter Herkunft 2. Schauen wir mal. Brief 2. Ich schreibe im Auftrag von Kamerad Hulan. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Unter anderen Umständen wäre ich gerne zurückgekehrt, um das Laternenritual zu erleben. Ey, die Mission passt gerade perfekt zu meinem Event, Alter. Oh, Kiste. Free Stuff. Natürlich. Kein Urgestein. Wäre zu leicht. So. Zum einfach durch. Oder nochmal den Kompass benutzen. Dreh den Zeiger auf der fantastischen Kompass. Je nach Bereich, wo er sich befindet, wird die Raumzeit in der Gegend anscheinend entsprechend verändert. Was dir ermöglicht, zu verschiedenen Zeitpunkten zu reisen. Und was du in den letzten Zeitpunkten getan hast, wirkt sich wohl auch auf den nächsten Zeitpunkt aus. Achso, ich habe da die Tür geöffnet. Jetzt könnte sie im nächsten... Geht nicht, okay. Dann gehen wir back in unsere Zeit davor. Gehen wir mal durch. Was passiert? Hat sich was geändert? Wo wir davor waren? Hallo? Ich bin's. So. Ne, hier war eingestürzt, ne? Da wird da klar nichts sein. Hier habe ich die Kiste schon genommen. Ist auch nichts mehr. Und sonst war hier eh nichts, ne? Dann würde ich sagen... Drehen wir nochmal zurück. Hä? Wieso sind wir wieder hier? Da habe ich doch vorhin schon zurückgedreht. Na, drehen wir nochmal zurück. Bringt nichts. Okay. Jetzt ist er dort, wo er sein soll, ne? Jetzt habe ich wieder zurückgedreht. Ich kann nur 2 Stufen drehen, ne? Ja.
Ja. Da muss ich in die andere Zeit, wo ich vorhin war. Und nicht zurück. Da muss man wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen, oder? Schauen wir mal, schauen wir mal. Ey, ist alles so lange her. Wieso kann man sich nicht erinnern? Das Hirn will nicht mehr, hä? Genau. Ist eine andere Zeit wach? Ne, nur nach vorne. Ne, kann ich auch nicht. Also nochmal noch. Ah, wahrscheinlich bin ich jetzt in vorwärts und jetzt will ich nochmal vorwärts. Das kann sein. Ich dachte, der Zeiger zeigt an, welche Epoche oder welches Jahr oder wie es heißt bin. Okay, okay, verstehe ich. Jetzt komme ich woanders hin. Weil ich noch mehr weiter verspule. Und wenn ich jetzt rauskomme, wird es wieder auf dem Standardding sein, oder? Ne, jetzt bin ich immer noch oben. Ich check's nicht. Aber die Zeit ist auf jeden Fall vorgegangen. Weil hier ist noch mehr kaputt. Und hier ist nichts, okay. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Komisch. Warte mal, genau, warte, ich habe eine Idee. Wir gehen back. Steckt sie im Ast fest und da war doch beim Zurückgehen war doch ein Ast im Weg, glaube ich, so ein kleiner Baum. Ich muss wahrscheinlich den Baum wegcutten, damit ich vorgehen kann. Wo er noch klein ist, oder? Genau, der leuchtet sogar ein bisschen, ich Eierkopf. So leicht ist es gewesen. So leicht. Komm, Neider. Jetzt muss der Baum nicht mit da sein, ne? So. Jetzt muss der Baum weg sein, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Yes. Alles richtig gemacht. Mit Umschweifen aber geschafft. Jetzt können wir nochmal vorwärts drehen. Nächste Epoche, wir kommen. Wunderschön. Ich komme. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Okay. Bosacius. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. Ciao. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Let's go. Stay back. Wieso? This is my fight. Do not come near me. Darf ich jetzt als Xiao kämpfen? Yes. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacius' signature tactic. Die here with me! Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Hä? Was soll ich machen? Uh-oh. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Hey!
Look! Bosacius is showing signs of fatigue. Gut so. Martial Retreat. Even your strength is finite. Komm her. Your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Gib ihm. Easy. Doch nicht? Enough! Phantom, be gone! Jetzt komm raus. Joe, are you okay? Eure Verletzungen ist noch nicht verheilt. Und ihr kämpft schon wieder. This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacius, Martial Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. Wieso ist er tot oder was? He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? Vielleicht wahnsinnig geworden, ne? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? Nicht schlecht, hä? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. In other words, despite going mad, Bosacius came here. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Er hat gegen Dämonen gekämpft. Bosacius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. Nicht gut, hä? This space is really starting to affect us. I believe Bosacius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Lasst uns gehen. Time to move on. You fought well, Bosacius. Goodbye. Betritt den neuen Raum. Komm her. Kleine. Ich zerstör dich. Einfach nichts, nichts, nichts. Auch nichts. Lass doch mal was liegen hier, ey. Nicht immer so geizig sein. Auch nix. Da liegt irgendwas, ey. Nummer 3, okay.
Bericht 3. Es müssen mehr als 10 Tage vergangen sein, seit ich mich von Boyang und dem Yaksha getrennt habe. Aber meine Gefährten sagen, es seien nur 3 Tage. Ich weiß nicht, wer recht hat. Und ich habe auch keine Lust, darüber zu streiten. Ich will nach Hause, aber ich kann nicht zurück. Ey, falsche Richtung, oder? Ah, ne, wir müssen jetzt ganz zurück. Ja, ich kann ganz nach links, ist neu aufgetaucht. Das ist der Raum gerade, wo wir jetzt sind. Und weiter geht's nicht. Ne, da müssen wir doch rückwärts. Genau, und da unten müssen wir rein. Wo noch alles intakt war, hä? Wahrscheinlich ist hier noch alles unzerstört. Back. Let's go back. Hallo. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Yep. Okay, let's see. Oh, das ist Brief 4. Notiz, die von irgendjemandem geschrieben wurde. Brief 4. Es ist schwer zu sagen, wie lange meine Kameraden und ich schon auf Patrouille sind. Aber unsere gesammelte Informationen zufolge haben alle Bestien ihre Bewegungsfähigkeit verloren und die meisten von ihnen sind verschwunden. Diesmal haben wir mit dem großen Vorsprung gewonnen. Nur wir alle könnten nicht mehr nach Hause zurückkehren. Hulans Tochter wird dieses Jahr 2 Jahre alt und die Großmutter der King-Ming-Brüder ist sehr alt. Die beiden vermissen ihre Familie sehr, obwohl ich alleine lebe. Will doch jeder nach Hause, aber die Leute hier sind jetzt auch so etwas wie eine Familie. Dieser Ort ist sehr mysteriös. Ich weiß nicht, ob es an unserem Heimweh liegt oder ob ich hier von Natur aus eine wehmütige Stimmung herrscht. Hier sind einige Landschaften zu sehen, die man nur in der Heimat sehen könnte. Ich habe zuvor von den Älteren der Familie gehört, dass die Menschen aus Liyue seit mindestens ein paar ein paar hundert Jahre Bergbau betrieben. Das hier sieht jedoch nicht wie eine echte Mine aus. Vielleicht ist alles nur Einbildung, weil ich in einem Bergbaugebiet aufgewachsen bin und jetzt große Heimweh habe. Ich habe solche Sehnsucht danach, nach Hause zurückzukehren. It looks like these were letters written by the Millelith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosacius? Sieht so aus, hä? I believe so. And the Millelith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. So sieht's aus. Immer voran. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. So. Ja, hier ist noch nichts, ne? Kein Holz, nichts für Menschen gebaut. Okay. Und hier ist komplett intakt. Unsere fantastischer Kompass. Aber hier ist doch nichts, ne? Keine Truhe, nichts. So. Wo zeigst du gerade hin? Dahin? Waren wir da unten schon? Na, drehen wir nochmal rückwärts. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob es... Ne, ich glaube, das ist der richtige. Der rechts daneben ist
Wo wir davor, glaube ich, waren, oder? Einfach Neider. There's nothing here at all. Oh. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Das scheint meine Erinnerung zu sein. Your memory of what? Dieses Nichts ist die Macht des Abgrunds. The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Ich fürchte ja, denn ich vergesse nie, wie der Abgrund mir meine Familie weggenommen hat. Der Abgrund. Jedes Mal, wenn ich euch stelle, meine Reise ist eigentlich die Suche nach dir. Ich hätte mir die Zukunft deine Abwesenheit vorstellen. Darker. Die verlorenen Schätze wiederfinden? Was soll das heißen? Ich konnte wieder nicht so schnell lesen, ey. Buddy! Ether, wait! Ether! Come back! Huh? What's that shiny round thing on the ground? Ist das... The fantastic compass. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, he was just a figment of your imagination? So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Ich spüre, dass er nicht hier ist. Aber immerhin haben wir das hier gefunden. Yanfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Nur 5, langweilig. Gib mir doch 10. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. Schön. But if the bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Within yin and yang, among the 5 regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the 7 heavens from the ground. Open wide the 3 gates. All the world within reach. Nix verstanden. Aber mach, wie du denkst. Wo ist Xiao? Da hinten. Mit dir will ich auch noch mal reden. Bosacious was the leader of the 5 Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro-energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Der Arme. Wahrscheinlich was... Waren die wie Brüder oder Kumpels oder beste Kumpels. Ist halt so, wenn man sich mit jemandem... Oder wie sagt man? Man ist gleich, ne? Die haben alle den gleichen Drang, den gleichen Verhalten, oder nicht Verhalten, aber Instinkt, würde ich mal sagen. Wie gesagt, töten, killen. Die wissen einfach, was sie mögen, können. Well, well. This is not what I was expecting. Was los? Oh, seems like you've made a new discovery. Notiz, die von irgendjemandem geschrieben wurde. Mein Name ist Boyang.
Ich schreibe hier alles auf, was ich weiß, damit die zukünftige Generation von meinen Erlebnissen erfahren. Mein jüngerer Bruder Rong Zhao und ich eilten auf Befehl der Qixing mit dem fantastischen Kompass zur Großen Kluft, um die Militen zu unterstützen. Aber die Bestien an diesem Ort waren äußerst furchteinflößend und unsere Gruppe erlitt schwere Verluste. Wenn der Yaksha nicht zu Hilfe gekommen wäre, wären sogar meine Brüder und ich dort gestorben. Dieser Yaksha wurde mit 4 Armen geboren, sieht wie ein Verrückter aus und kann sich nicht an seinen eigenen Namen erinnern. Wenn er tobt, ruft er mit dem Namen wie Alatus und Menogias um sich. Seine Kraft gleicht einem Donner. Er ist tapfer und furchteinflößend zugleich und hat das Potenzial, in die Weltgeschichte einzugehen. Wir folgten dem Yaksha und kämpften mehr als 10 Tage lang gegen die wilden Bestien. Am Ende haben wir uns auf einem Ausweg mit Blut erkämpft. Anmerkung 4: Eine Schlange hat ihre Schwachstelle, die wilden Bestien auch. Der Yaksha ahnte das und entwarf eine Strategie. Im vorigen Krieg wurde der Boden der Großen Kluft beschädigt, wodurch ein riesiger unterirdischer Palast freigelegt wurde. Beobachten zufolge werden Bestien schwächer, je näher sie dem unterirdischen Palast kommen. Wir spekulierten, dass er dort unten eine Art mystische Macht geben könnte, die etwas gegen diese Bestien aus Kaneara ausrichten kann. Anmerkung 5: Zu viele Menschen sind gestorben und der Krieg muss so bald wie möglich beendet werden. Rong Zhao und ich entschlossen, dass ich den fantastischen Kompass trage und mit einigen Soldaten der Militen und dem Yaksha zum unterirdischen Palast gehen würde. Wir werden die wilden Bestien weglocken und sie in den tiefsten Teil des unterirdischen Palastes treiben. Die Versiegelung muss intern von mir und dem Yaksha vorgenommen werden und Rong Zhao wird uns auch von außen unterstützen. Nur so kann die Versiegelung gelingen. Wenn dieser Plan erfolgreich ist, sichern wir uns den Sieg an der Front der Großen Kluft. Das bedeutet aber auch, dass der Yaksha jene Soldaten der Mileliten und ich im unterirdischen Palast zurücklassen werden. Doch der Vorteil wäre so groß, wir müssen es einfach versuchen. Anmerkung 6: Die Soldaten suchten Tag und Nacht und bestätigten, dass die Kraft der wilden Bestien nach dem Betreten des unterirdischen Palastes stark beschränkt schien. Also würden sie von irgendeiner Macht korrodieren. Einige der Soldaten, die in der Schlacht verwundet wurden, starben, einige wurden von der großen Armee getrennt und kamen nie zurück. Die Bestien werden sich auch einfach verschwinden. Anmerkung 7: Der unterirdische Palast ist sehr merkwürdig. Von jenen aus Liu und nur noch der Yaksha und ich am Leben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist. Der Yaksha ist schwer verletzt und manisch. Ich befürchte, dass er bald sterben wird. Ich bin wach, doch fühle ich mich benommen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier unten bin. Der Yaksha wollte mich dazu überreden, an die Oberfläche zurückzukehren, aber er vergisst, dass wir dazu bestimmt sind, hier zu bleiben. Anmerkung 8: Dieser unterirdische Palast ist wie ein Lebewesen. Zuerst erschien ein Riss im Boden und wir sprangen hinunter, wollten eine Strategie entwickeln, doch bald darauf stellte ich fest, dass der Riss begann, sich leise zu schließen. Ich kann nicht sagen, dass diese einzige Strategie wäre. Selbst wenn man ihn angreift, schließen sich die neuen Risse wieder. Mal schneller, mal langsamer, und es ist schwer einzuschätzen, heißt das, dass der Boden während des Kampfes versehentlich beschädigt und damit die Hülle des Palastes ebenfalls beschädigt wurde? Sind wir versehentlich in den Maul eines Ungeheuers geraten, dass wir jetzt langsam von ihm verschlungen werden? Anmerkung 9: Die Bestien sollten alle bereits tot sein, wir haben durchgehalten. Ich bin viel gelaufen, finde aber keinen Weg raus, der Yaksha ist tot, jetzt bin ich der Letzte. Von meinem inneren Auge sehe ich meine Familie, meine Frau und meine Kinder. Sie kommen auf mich zu, gehen durch mich hindurch und verschwinden. Vielleicht bin ich auch schon verrückt. Wie könnte es sonst möglich sein, dass ich meine Familie sehe, die eigentlich in Lio lebt? Ich möchte nach Hause zurückkehren. Finde ich noch einen Ausweg? Anmerkung 10: Rong Zhao, manchmal behasse ich es, dass du nicht derjenige bist, der hier an meiner Stelle leiden muss. Aber Rong Zhao, ich bin dein großer Bruder und ich bin froh, dass du weiterleben wirst. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr denken. Krass. Also ist der Rong Zhao, der überlebt hat, ne? This Ah ja, der hat ja von information was außen. left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. Stimmt, da stand hier, dass der Rong Zhao es von außen geholfen hat zuzumachen, ne? All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Conria. They set out together, but only one of them made it back.
minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. Aber die haben auch nur überlebt, weil sie mit dem Yaksha gekämpft haben, ne? Ohne ihn haben die ja geschrieben, wären die wahrscheinlich alle schon tot gewesen. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out? What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Chill, Paimon, wir schaffen das. Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? Hm. Paimon hat was gemacht, hä? Jetzt kommt Lehrmeisterin. I got it! I Nice. just had a thought. Give me a second. I just need to double check. Uh-huh. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. Also, das ist die Geschichte, oder wie? And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. Wir kriegen das hin. Komm. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Warte, also ist der riesige Kristall, den ich in der großen Kluft gesehen habe? Damals traf der Kristall die Ruinschlange. Es scheint, als hätte eine Kraft entgegengewirkt. Könnte diese entgegengewirkte Kraft dazu geführt haben, dass dieser Raum so spät erwacht und uns verschlang? Oder führte sie eher dazu, dass sich die Öffnung im Boden gelockert hat? Außerdem scheinen wir in diesem Raum keine Monster aus dem Abgrund gesehen zu haben. Gibt es eine Verbindung dazwischen? Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Komm, Paimon, nicht verzagen so. Wir schaffen das. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Kleine Paimon, wir schaffen das. Sprich mit Yelan, mach mal. Wo sind die Zurückgebliebenen? Hä? Wo seid ihr? Da. Hallo. Shinobu, Ito, we're back.
Was ist mit Ito? He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't worry. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. Sehr gut. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. Wir haben keine Adepten, oder? I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Interesting. So that's what was going through your head. Hey, aber ich dachte, also sind Yakshas auch Adepten, oder wie? Müssen Xiao und Yelan zusammenarbeiten? So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it, maybe even reverse it. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, then we're home free. So sieht's aus. Awesome. So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Wir sind immer bereit. Los geht's. Nachdem sich alle ausgeruht haben. Oh boy. Paimon's so nervous. Keine Angst, es wird funktionieren. Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. Okay. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. Ach so, alles von dem Gerät hier, oder wie? We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. Ja, krass. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Ich erinnere mich, dass er außerhalb des Raumes eine riesige Schlange gab. Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Ah ja? Who else did you think it was? Der Kristall griff die Schlange an. Hängt das mit den Bodenrissen zusammen? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No. You're just trying to help us and solve the problem. You're definitely not to blame for what happened. So sieht's aus. If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again,
the fantastic compass will likely disappear. Und das alles hier auch, oder wie? That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Vielleicht war es unser aller. Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. Ach komm, ihr wollt doch auch raus. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. Ja. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. So sieht's aus. Attacke. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. In Ordnung. Jetzt bin ich gespannt. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Ui. Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Und? Oh. Watch out! Oh. Nicht schlecht. This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha, do I request your approval. Genau, da ist noch jemand, wo du zurückgehst. Komm, Jean-Li. Du hast immer noch Freunde draußen, schau. Halt dich. Ich bin jetzt so ein Riesenmonster da unten raus. Easy. Alter. Das ist der Abgrund, oder? Nice. Schau, ist Maschine, hau sie raus. Oh oh. Scheiße. You can't keep this up. Your strength won't last. Ein Ehrenmann, hä? Immer an die anderen denken, alle beschützen.
Zhongli Maschine. Ich wusste es, aber du bist Maschine. Lässt dein Buddy nicht da zurück. Ich will Zhongli. Als Charakter. Ich habe in keinen Account, ey. Das regt so auf. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Danke auch dir, Yelan. Don't mention it. It looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Ach, die arme Paimon. Du bist noch ganz durch den Wind, hä? Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I am not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Es ist gut, aufgeschlossen zu bleiben. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Ja, Mann. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Vielleicht. Weiß man Let's nicht. go check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... Oh, brother. The heck are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Ah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. So sieht's aus. Eine Hand wäscht die andere. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? I like the sound of that! Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Paimon, wir haben noch etwas zu tun. Fine! Wie sie gleich genervt ist, dass sie jetzt so wahrscheinlich mit Xiao reden muss. Alright,
well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Ja, es war viel Spaß. Ja, es war nicht einfach für alle. Oh, viel Spaß. Oh, wait. Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Was ist los, Ushi? Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. Echt? What? Oh, I want to hear this. Oh. Me too. Count me in. Ito übersetzt, was Ushi gerade zu allen gesagt Good hat. idea! Let's do that! Gut. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. Ja, und was? Ich habe nichts gehört. You betcha! Just leave it to us. All right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. Was ist los? Xiao? Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yanfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. She. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. Bei Ito weiß ich nicht so. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. Jelan kann manchmal ganz schön böse sein. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? Ich glaube, das Zwischenkapitel ist auch nicht einfach so da. Hat irgendwas mit Kanria zu tun. 100%. I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Yep. Die wichtigste Person aus Liyue. Best Buddy Zhongli. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Bye, Yelan! Nun denn? You knew I was waiting for you? Doch, das war ganz offensichtlich. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Klar. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Wo bist du, Buddy? The temple up ahead was built to remember Pervases. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? Worüber denkt ihr nach? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is,
We are slaughterers, and nothing more. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. Ihr sollt bereits wissen, dass das nicht wahr ist. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Ciao, wir haben euch etwas zu sagen. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Genau. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Es gibt immer jemanden, der euch zur Seite stehen kann. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Ja, Zhongli hat den Arsch gerettet, hä? Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Menogius, and others. These are the names of the 5 yakshas. Alatis warst du wahrscheinlich. Das hast du ja vorhin gesagt, ne? I am Alatus. Ja. And Menogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Ja. Yanfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Diese Kraft, stammt sie wirklich von Zhongli? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Ich scheine es auch vage zu spüren. It's good that one more person will remember him. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No.
No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. Schöne Story. Today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Jetzt will ich die anderen drei sehen. Hoffentlich kommt da auch irgendwelche Storys oder irgendwas dazu. Aber der hat ja schon gesagt, die sind tot, gell? Die sind wahrscheinlich als erstes schon gestorben. Scheiße. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. Ist es in Ordnung, dass ihr mir das sagt? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished. And only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Schön. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle.
We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanas said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Traurig. Bosacious, Boyang, and all those soldiers. Sag das nicht, jeder ist ein Held. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Sehr schön. Sehr, sehr schön. We did it! Vielen Dank. Und ab morgen endlich Sumeru. Wir kommen. Drei Stück haben wir, ja? Du betrachtest Xiao. Xiao spricht nicht weiter. Er blickt in Richtung des Tempels von Pervases und wirkt leicht verwirrt. Traurigkeit, Enttäuschung, Erleichterung, alle sind vorhanden, aber nur in geringem Maß. Der Blick, wie von jemandem, der zu lange gegen den Wind und Schnee gewandert ist und heute endlich einen Zufluchtsort gefunden hat. Shit. Das... Okay. Holen wir uns erst die Kiste und dann den Geokokulus. Wenn ich schon mal hier bin. Komm her. Da. Machen wir doch kurz einen Prozess hier. Easy. It wasn't too much trouble. So. Das kriegen wir locker hin. Ich glaube, wenn wir von hier springen. Oder? Oh, das ist nee, das klappt locker. Locker. Die zwei können wir auch noch machen, wenn ich wüsste, wo das Ding ist. Nirgendwo sind hier Steinchen. Perfekt. Gleich nochmal eine Kiste. Ah ja. Wunderschön. Chill da einfach. Da hinten ist auch eine Kiste. Gönnen wir die uns auch. Das ist noch eine Kiste. Läuft. Da. Immer schön zerstören. Zack, zack, zack. Boom. Da. Nervt mich schon wieder, ey.
Easy. Was chillt der da einfach so ein Baum da? Oh, Langeweile, hä? Schaut zu, wie ich hier ein paar Hilly-Chills kaputt mache. Also sind hier gleich 2 Truhen. Nehmen wir doch gern. Und der Kumpel ist allein hier. Fire Hazard. Heilung. Komm. Euch zweimal hier auch schnell kaputt. Easy. So. That felt pretty good. Alter, ist noch eine Kiste. Ah ja. Eine Kiste nach der anderen. Mega. Nehme ich doch alles gern. Und da ist gleich noch eine. Bist du allein, Kumpel? Doch nicht. Boom. Da, ich kann dann nix. Ja, trinken wir den kurz. Bye bye. Ach so, ist nicht tief genug, hä? Nix da. Ich dachte schon. Auch easy. Dankeschön. Alter, das war ein schönes Gebiet hier. So schnell, so easy Sachen bekomme. Und das ist noch ein Geokokulus. In die Richtung. Ich sehe ihn schon. Da müssen. Oh. Das ist sogar hier, wo ich gekämpft habe, ne? Easy. Müssen nur kurz aufs Dach drauf. Ah, shit. So. Sehr, sehr schön. Aber jetzt gehen wir nach Liyue. Müssen wir unser Daily abgeben. Oh, jetzt 2 schön. Die steht immer noch hier. Achso, ja, das Laternenfest geht ja noch ein paar Tage, ne? Auch wenn die schon alles erledigt haben. 46. Wunderschön. Wird ja immer besser. Oh, ich dachte, ich krieg so 100 Urgestein oder irgendwie sowas. Nö. Bei so hohem Level könntest du ruhig schon langsam immer jedes Level hier Urgestein geben. So. Ja. Läuft. Läuft, langsam läuft. Mach mal ein Kopfgeld.
Würde nicht schlecht sein, wenn ich das eins durchballer. Das ist dieser eine. Irgendwie chillen die alle hier. So mega nervig. Warte, wo muss ich hin? Oh, ich sehe schon. Was sagt er? Hier sind auch mega viele, hä? Nach unten muss ich, okay. I'll catch up. Hello. I must leave no stone unturned. Take this! The fuse is lit! As a good night should. Aber heilen wir ein bisschen. So, ich habe kein Schild mehr. Shit. Steady as stone. Judgment. Der fällt und fällt und fällt, Alter. Alter, hier kann man nicht mehr laufen. Wo muss ich? Ah, da. Easy. Easy. Hallo. Ich bin's. I must leave. You can't run. Punishment. Lightning flash. Fire hazard. Goldfish of doom. Boom. Gib ihm. Ach so, Feuer bringt nichts. Ja. Scheiße. Gib ihm unter Strom also wenigstens. Weil Feuer bringt ja gar nichts. Heilen. Wieder heilen. Komm, wir brauchen Eis, Eis, Eis. Lights out. Geht doch. Time to clean up. Take this. Judgment. Leave it all to me. Wieder ein bisschen heilen. Immer schön gefrieren. Gut so. Punishment. Hey. Langsam zerstören. Ey, Katastrophe. Wieder so viel Leben haben die. Da. Da. Jetzt aber. Stirb langsam. Gut so. Immer schön zerstören. Wieder heilen erstmal. Nix, sag mal. Nix. So, bisschen besser.
Geht doch. $20 Kopfgeldjacken, easy. Schließe unheilvoller Fahrt ab. Alles easy machbar. Ah. Noch ein bisschen. So. Hallo. Vielen Dank. Ich habe nur Müll. Wir brauchen den hier noch. Dann können wir Inuzuma anfangen. Warte mal. Was macht man so als Abenteurer? Wille des Gesteins, ein ruhiger Tag in Liyue. Eigentlich muss ich einfach nur Missionen machen. 3 Missionen gibt jeweils 20 Ansehen. Aber es müssen halt Liyue-Aufträge sein, ne? Die Mondstätte Abenteuergilde scheint Abenteuer für ein neues und ambitioniertes Abenteuer zu rekrutieren. Die geben alle so viel Urgestein, da bin ich mir nicht sicher, ob das kurze Aufträge sind. Da gibt es kein Urgestein. Muss ich ein Opfer vorbereiten. Opfere die leckere Juwelensuppe. Das könnte ich hinbekommen. Das hört sich nicht so schwer an, ne? Eine Kiching. Ching, ching, ching. Rund um den Steintisch stehen 3 steinerne Stühle und auf jedem von ihnen ist eine Schriftzeile eingraviert. Ein Weinglas steht vor dem Stuhl auf der Südwestseite. Auf diesem Stuhl ist ein eingraviertes: Hier sitzt die Fürstin der stehenden Wolke und des stillen Windes. Ein Schlüssel und ein paar Essstäbchen steht vor dem Stuhl des Nordseite. Auf diesem Stuhl ist eingraviert: Hier sitzt Gyushong. Nichts steht auf dem Tisch der Südostseite. Auf dem Stuhl ist eingraviert: Hier sitzt Rex. Juwelensuppe darbringen. Yes. Ihr scheint wieder, was fällt euch ein, meine Ruhe zu stören. Doch wie ich sehe, habt ihr Essen dabei. Gut, dann will ich euch nicht sowas sein. Ich kann nicht so schnell lesen, Alter. Ich hoffe, das ist schnell, weil da gab es keine Urgesteine für die Mission. So ein kleiner Quickie, komm. Dann gleich kommt die übelste Quest überhaupt wahrscheinlich. Besuch der Adeptenresidenz. Sag mir unverzüglich, was du willst. Es gibt unzählige Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Verschwende nicht die wertvolle Zeit eines Adepten. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Dein Anliegen ist neuartig. Du bist nur gekommen, um mir alles Gute zu wünschen und nicht um einen anderen Wunsch zu erfüllen? Nun gut, so möge es sein. Der Geist der Sterblichen funktioniert auf mysteriöse Weise. Ich bin nicht daran interessiert, sie zu verstehen.
Da du derzeit zu offensichtlich untätig bist, würdest du mir einen kleinen Gefallen tun? Einst habe ich einen bescheidenen Durchbruch in meinen Mechanikstudien gemacht und mir eine Wohnstadt in den Wolken gebaut, die in die Luft schwebt. Diese Wohnstadt in den Wolken wurde hauptsächlich aus Plaustrid gebaut, ergänzt durch eine Vielzahl anderer genialer Eigenschaften. In der Tat war ihr ein erstaunliches Merkmal. Egal, du wirst das eh nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erklären würde. Nachdem der Bau der Wohnstadt in den Wolken abgeschlossen war, ließ ich die Entwürfe dort zurück. Ich brachte auch ein Siegel an, weil ich glaube, dass jemand von echter Verbundenheit mit den Entwürfen sie letztendlich erlangen könnte. Aber nein, bis heute ist das Siegel ungebrochen. Es kommt jetzt sinnlos vor, die Entwürfe dort zu lagern. Vielleicht gelingt es dir, sie für mich aus der Wohnstadt in den Wolken zu holen. Ja, sicher doch. Wohl ein Enthusiasmus. Welch ein Enthusiasmus. Dann zögere nicht, bringe sie in meine Wohnung, wenn du sie gefunden hast. Ich werde dort auf dich warten. Ich kann nicht so schnell. Wir kriegen beim Gericht neue Stimmen. Die Dame ist echt knausrig. Jetzt, wo muss ich hin? Da hoch. Was? Noch höher. Aha. Okay. Willst du den Gipfel erklimmen, musst du dich von den 3 Bergen verbeugen. Sonne, Mond und Sterne sollen scheinen und 3 wunderbringende Vögel werden ihr Zeichen senden. Puh, was die Adepten hier geschrieben haben, ist total unverständlich. Kauderwelsch. Das soll sicher heißen, dass wir die leuchtenden Vögel auf 3 Bergspitzen finden müssen, oder? Okay. 3 Vögel auf Bergspitze. Da sieht aus wie Nummer 1. Da blinkt sogar so schön. Geh mal doch gleich hin. Jep. Blinkt der ja wunderschön schon. Ne, ich muss wahrscheinlich auf den Berg zielen, oder? Sieht schon besser aus. Ah ja. Wunderschön. Numero uno. Gehen wir erstmal heilen. Und die Kiching nehmen wir auch noch mit. Ching Ching. So. Jetzt muss da irgendwo Nummer 2 noch sein und 3. Eine flache Ebene. Mit Küken drauf. Mit Storch drauf. Da ist ein Storch. Oh, da blinkt's. Ich komme. Und da oben ist wahrscheinlich ein Geokokulus. Ey, das war sogar hier. Ey. Ja, da ist der Vogel. Da kann ich... Ah, ich bin sogar genau auf der gleichen Höhe. Hätte ich mich teleportieren können. Katastrophe. Egal. Jetzt müssen wir irgendwie hoch. Easy. Dachte ich. Doch easy. Ui. Ui. Vielen Dank. Ja, kein Urgestein, schade. Schade. Easy. Jetzt fehlt noch ein einziger, hä?
Hm. Da haben wir schon, okay. Da war der andere irgendwo. Ja. Wo könnte der letzte sein? Hm. Wahrscheinlich in die Richtung, oder? Weil die anderen beiden Richtungen ist schon was. Das muss irgendwo sein, wo ich noch nicht war, ne? Sonst wäre ja langweilig. Alles voll mit Nebel, sieht man nix. Katastrophe. Hm. Komisch. Lass mal lesen, was da nochmal steht. Von 3 Bergen verbeugen. Sonne, Mond und Sterne. Steht aber nicht in welche Richtung, ne? Einfach nur 3 Vögel, aber wo die sind, sagt er natürlich nicht, ne? Aber da hat was geblinkt. In die Richtung war der Berg. Heia. Easy. Leichter geht's doch gar nicht. Heia. Easy work hier. Schauen wir mal. Mit Wind. Auf nach oben. Immer nach oben. Geht doch. Wunderschön. Was soll jetzt hier nochmal? Blick von oben. Zeichnung von der Residenz der Wolken. Oh, Kisten. Ja, deswegen hat die Quest Just give it a spring cleaning. wahrscheinlich nichts gebracht, hä? Allein hier haben wir schon ein paar gute Sachen bekommen. Oh. Goldenes Rezept. Versuchung der Adepten, okay. Sehr schön. Lesen. Dieser Platz über den Wolken wird von Plausrid als Grundstein getragen.
einem der Wunder dieser Welt. Der Gedanke dabei war, dass ich mich dadurch von den Bagatellen der Welt abschotten und die Höhen und Tiefen eines normalen Lebens entkommen konnte. Die Adepten besetzen diesen Ort, um die Geheimnisse dieser Welt abgeschlossen zu erforschen. Jetzt, da die Villa Taishan wieder versiegelt ist, haben sie mir eine Residenz zurückgegeben. Darüber war ich sehr erfreut, doch muss ich gestehen, dass ich mich weiter in dieser Welt umsehen möchte. Ich werde mit der Guli-Ebene beginnen. Passend dazu nennt man sie ja auch die Ebene der Rückkehr und der Abreise. Auf einem Plausuriten werde ich meine Runden drehen und zurückkehren. Hehe. Da habe ich schon für sie was bekommen. Easy. Mehr gibt es hier auch gar nicht, wie es aussieht. Sehr schön. Ui. Ui, ui, ui. Jetzt falle ich noch, hä? Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich schauen. So. Habe ich deine kleine Quest für dich geschafft? Bist du stolz auf mich? Ich hoff's. Wie ich sehe, hast du die Entwürfe bekommen. Jetzt gib sie mir unverzüglich. Muss schon nicht gleich so gemein sein. Beeil dich. Ich komme ja schon. Jetzt hier ist hier noch Zeitaufgabe oder was? Ah, okay, die geben noch extra Zeit. Dann ist ja easy. Judgment. Hallo. Wo muss ich hin? There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? Ja, wo muss ich jetzt hin? Wieso ist da ein Fragezeichen und da ist ein... Ah, ich muss wahrscheinlich erst da hoch, oder? So war's, okay. Ich war jetzt auch schon ewig nicht mehr hier. Das war Anfang von Liyue, oder? Wo wir diesen Weg gemacht haben. Jetzt muss ich da hoch wahrscheinlich. Wind Current anmachen, dann kann ich da rüber. Dann kann ich da hoch, dann darüber, dann da hoch. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit hier verloren, scheiße. Ah, da kommen schon die nächsten Gegner, sehr schön. Da. Du auch? Komm her. Wunderschön. Was da unten auch ein Steinchen. So.
Easy. Komm, zack, zack. So. Steady as stone. Lightning flash. Easy. Und geschafft. Die Xianyun will mich fertig machen. Cloud Retrainer oder wie die sich nennen. Hallo. Ich bin's. Das sind tatsächlich die Entwürfe für meine Wohnstadt in den Wolken. Darüber freut sich eine sehr. Du hast immer noch nicht gesagt, was du... Musst du mich weiter ausfragen? Seufzend. Nun gut, wenn man in Betracht zieht, dass du ein Opfer dargebracht gemacht hast. Es gibt Gerüchte über ein Jade gemacht, das über Liebe in der Luft hängt und die von den sterblichen Händen gebaut wurde. Außerdem hat man gehört, dass die Sterblichen die Größe über alles wertschätzen und haben deshalb behauptet, dass die Kammer auf der ganzen Welt ihresgleichen sucht. Die Grenzen des menschlichen Verstandes sind so eng, dass sie den Scharfsinn der Adepten nicht ergründen können. Jade gemacht, dass es nicht lache. Ein einziger Blick auf die trivialste meiner mechanischen Erfindungen würde zeigen, dass das Jade-Gemach ein äußerst langweiliges und profanes Werk ist. Was für ein schlechter Verlierer. Quatsch, ich bin kein Verlierer. Noch bin ich schlecht. Ich habe nur Mitleid mit den Törichten. Diese Sterblichen, die blind sind für Einfallsreichtum der Adepten. Verblendet von der primitivsten Handwerkskunst. Ich befürchte, dass sich so deswegen die Kunst der Mechanik bei den Sterblichen in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Es fällt mir zu, ihnen den richtigen Weg zu weisen. Die Sache ist damit beendet. Geh sofort und störe mich nicht weiter. Gib mir eine Kiste, komm. Auch wieder nix. Ey. Da. Ansehen verliere. Nochmal 20 bekommen. Wenigstens eine von den kleinen... Eine Sidequest gemacht. Schauen wir. Also das Sidequest gibt 20 Ansehen, glaube ich. Yep. Dann brauchen wir nur noch 2 Stück. Dann reicht der 100er, dann haben wir 440. Dann 2 solche 20er Aufträge. Und wir haben es geschafft. Dann haben wir auch hier den Schatzkompass. Dann können wir nächste Woche schon mit Inazuma anfangen. Wunderschön. Aber ich mache jetzt noch schnell die Teekanne. Weil das war auch schon wieder eine längere Folge. Ja, die Zwischenstory war auch jetzt, glaube ich... Ah, die ist bestimmt gute 5 Stunden gelaufen, oder? Schon länger, also so einen Legendenauftakt machst du normal in so eine zwischen 1 bis 2 Stunden fertig. Would you care to sit down? Aber die Zwischenkapitel war schon ein Oschi, ne? Von der Länge her. So. Ne, nicht herstellen. Muss erst kaufen. So. Sieht doch schon besser aus. Einmal, zweimal, 3 und 4.
Genau gereicht, ne? If you ever So. Wunderschön. Morgen machen wir auf jeden Fall Sumeru. Fangen wir an. Und dann haben wir auch mal wieder ein bisschen neu erkunden. Und nicht immer nur schnell Story, Story, Story. Wo wir einfach nur die Legendenaufträge durchgeballert haben, dass wir jetzt zum Zwischenkapitel kommen. Genau. Und so machen wir es dann wahrscheinlich. Langsam mal wieder ein bisschen erkunden. Sumeru vor allem. Das schöne Land hier. Ist auch mega riesig, ne? Ich glaube, das ist alles, was Sumeru. Das glaube ich auch sogar noch. Ja, genau. Bis hierher war Sumeru, glaube ich. Ab hier ist schon Fontaine, ne? Ja, bis hierher ist Sumeru. Krass. Da haben wir einiges zu erkunden, ne? Eieiei. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von R&R Production. Das war Genshin Impact Part. Ne, was? 66 war schon. Danke fürs Zuschauen. Subscribe, kommentiert und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye und ciao.